Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf dem Battle Mage. Ja, das letzte Video zu dem Kampfmagier kam sehr gut an bei euch und es haben auch einige gefeiert, dass wir mal wieder so ein bisschen was von dem BM zeigen und wo auch so meine Pläne hingehen mit der Klasse. Ja, ich hatte danach auch nochmal gestreamt gehabt und da sind wir sogar auf den Gedanken gekommen, dass wir eventuell sogar in der Position wären, der höchste Battle Mage weltweit zu werden, obwohl wir nicht mal wirklich auf XP spielen. So, ne? Das kann sein, dass ich meine Pläne vielleicht auch nochmal mit der Klasse so ein bisschen überdenken werde. So, ne? Weil beim letzten Mal war ja das Thema gewesen, dass ich mich neu equippen möchte, sofern ich hier die Aura auf 400 gemaxt habe, ne, und dann alle meine Dungeons nehmen möchte. Dann, ja, keine Ahnung, welches Level wir dann ungefähr haben. Das wird aber wahrscheinlich noch unter 800 so ungefähr sein, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir noch, also dass die Clue-Aura noch 2 Jahre oder so brauchen wird, bis die mal fertig ist, so, ne. In Bezug auf mein Level werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen, so, ne? Und deswegen, ja, könnte man eventuell dieses ganze Spiel mit den Dungeons aufsparen sogar noch ein bisschen weiterziehen, dass man sagt, ey, man löst das Ganze wirklich erst auf, wenn man quasi in Richtung Stufe 1000 geht. Das dauert natürlich noch ein paar Jahre, aber ich möchte mir das erstmal angucken, wie das Ganze in Bezug auf die zukünftige XP-Kurve, die ja verändert werden soll, sich das auswirkt, so, ne? Und das ist auch mal jetzt meine Empfehlung an alle da draußen, die momentan im High-Level-Bereich sind und sich Dungeons aufgespart haben. Überlegt euch das nochmal, eventuell jetzt oder in naher Zukunft, bevor die XP-Kurve angepasst wird, eure Dungeons zu nehmen, weil das könnte eventuell kontraproduktiv sein, je nachdem, wie sich halt das mit der XP-Kurve entwickelt. So, ne? Die soll ja überarbeitet werden, wie das Ganze aussieht, weiß bisher noch keiner von uns. Und jetzt wäre es quasi unklug, wenn man jetzt die ganzen Dungeons nehmen würde und dann passieren irgendwelche Änderungen und es wäre smarter gewesen, die erst im Nachhinein aufzulösen, so die Dungeons, so, ne? Deswegen, bevor ich anfange, hier auf dem BM meine Dungeons zu nehmen, würde ich erstmal beobachten, wie sich das mit der XP-Kurvenveränderung verhält. Weil ihr könnt immer noch im Nachhinein die Dungeons nehmen oder halt eben nicht, so wie sich das halt eben für euch auswirkt. Aber ihr positioniert euch besser auf diese Veränderung, wenn ihr euch Optionen offen lasst. Ja? Wenn ihr jetzt die Dungeons nehmen solltet, weil ihr höher im Level sein wollt oder euch neu equippen wollt, dann habt ihr die genommen und habt keine Auswahlmöglichkeit mehr. Wenn aber die XP-Kurvenänderung kommt und das ändert sich irgendwie auf die Late-Game, oder ja, ne, das bezieht sich irgendwie auf die Late-Game-Chars, dann habt ihr die Option offen, ob ihr die immer noch nehmen wollt oder weiter aufsparen wollt. So, ne, das könnt ihr dann immer noch im Nachhinein entscheiden. Aber wenn ihr die jetzt nehmt, dann könnt ihr es nicht mehr rückgängig machen. Deswegen meine Pläne erstmal abwarten, wie sich das so verhält mit der XP-Kurve. Und danach entscheide ich dann, wie ich hier weiter verfahre auf dem Char, ob ich hier noch weiter meine Dungeons aufspare oder ob ich die dann irgendwie nehme. So, ne? Aber ich lasse mir erstmal die Option offen und das würde ich euch, glaube ich, auch empfehlen an der Stelle. Ja, das so erstmal meine Pläne auf den BM und auch auf den Krieger, weil hier haben wir natürlich auch noch ein paar Dungeons offen und ja, ich denke, es ist smarter, so zu agieren, als die jetzt vorzeitig irgendwie zu nehmen. So, ne? Genau, das auf jeden Fall dazu. Ansonsten, wie gesagt, Plan mit Stufe 1000 ist halt eben dadurch entstanden, dass wir mit den BM momentan wahrscheinlich der Char sind, der der schon noch relativ viele Level offen hat. Wir hatten uns das ja ausgerechnet. Und könnten sogar The Dark Mage einholen, beziehungsweise eventuell sogar überholen, je nachdem wie krass wir reinpilzen würden, so, ne? Und das ist halt eine ganz gute Ausgangssituation, weil ich bin ja jemand, der spielt voll auf Gold, also ich spiele 0 auf XP und Dark Mage ist halt jemand, der spielt halt eben auf
XP, so, ne? Problem ist jetzt halt eben bei ihm, dass er, ja, ein paar Level vor mir ist und die ganze Zeit weniger XP macht, weil er höher im Level ist, so, ne? Und diesen Vorteil, den nutze ich jetzt gerade aus. Und dieses Spiel kann ich halt so lange spielen, wie ich will. Und wenn er jetzt noch weiter Dungeons sogar nehmen möchte, dann, ja, schießt er sich ja ins eigene Bein, weil er dadurch ja nochmal mehr, also weniger XP bekommt, je höher er im Level ist. So, ne? Und dadurch, dass ich halt keine Dungeons nehme, chill ich halt hier und ja, generiere die ganze Zeit halt eben passiv XP, weil ich auch noch so viele Dungeons offen habe und noch niedriger im Level bin. So, das heißt, ich habe die Karten in der Hand, jederzeit die Dungeons zu nehmen und könnte dadurch dann, je länger ich das Spiel spiele, desto größer wird ja mein Vorteil dann, ne, weil ich ja dann passiv mehr XP sammle als er, auch wenn er auf XP geht und ich auf Gold. Das Spiel weitertreiben bis halt eben Stufe 800, 900 oder halt eben 1000, so, ne? Und ja, das ist eventuell dann auch ein Vorhaben, dem ich eventuell nachgehen möchte, weil ich mit dem Battle Mage schon einen All-Time-Rekord tatsächlich habe. Und das ist der erste Battle Mage zu sein, der in der Schattenwelt Zeus besiegt hat. Ja, es gibt eine Liste, wo so die All-Time-Rekorde feststehen, so, ne? Das ist nicht die Liste mit den Server-Start-Rekordjägern, sondern das ist eine Liste, wo halt eben die All-Time-Rekorde drin stehen. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Und da hatten wir mit dem BM schon einen Rekord drin, den kann mir ja auch keiner mehr nehmen, weil wenn du World First bist, ja, dann gibt es keinen World Second oder so. Gibt schon, aber der wird nicht festgehalten. Und genau, das fand ich sehr cool, dass ich da in so einer Liste drinne stehe, wo ich auch, also dass ich mal endlich in irgendeiner Rekordliste drinne stehe. Und das ist halt cool. So. Und das ist halt ganz nice, wenn man sich so überlegt, okay, man könnte eventuell der erste Battle Mage sein, der Stufe 1000 erreichen könnte. Ja, also es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt und ich gehe auch nach wie vor nicht auf XP. So, ne, ich habe halt eben nur sehr viele Dungeons aufbewahrt, so über die Zeit. Ne? Das ist halt eben mein Vorteil. Und ja, das kann ich halt jetzt eben ausspielen, weil ich in dieser Position halt eben stehe. Genau, und das sind Pläne. Eventuell schmeiße ich halt das mit Aura 400 über den Haufen und warte halt bis Stufe 1000, ja. Ich meine, diese, keine Ahnung, 7 Jahre kann man dann auch noch, weißt du, die kriegt man dann auch noch irgendwie rum, so, ne, die es wahrscheinlich dauern wird, ne. Aber es kommt natürlich erstmal drauf an, was passiert mit der XP-Kurve. Das ist halt eben das Entscheidende dabei. Und ja, deswegen, das werden wir ganz genau beobachten, was da auf uns zukommt in nächster Zeit. Und deswegen, ich war ja im letzten Video zum BM voller Vorfreude darauf, mich zu equippen auf dem Char hier, wenn ich Aura 400 habe. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, lasse ich das Ganze, wie gesagt, nochmal erstmal ein bisschen ruhiger angehen und werde als allererstes, bevor das überhaupt passiert mit Aura 400, gucken, was mit der XP-Kurve passiert, weil das, finde ich, ist deutlich smarter, als wenn man jetzt irgendwie anders reagieren würde. Und ja, von daher, genau, würde ich das erstmal so machen. Also selbst wenn Aura 400 ist, warten wir erstmal drauf, was passiert überhaupt mit der XP-Kurve. So, das ist so mein Plan jetzt auf dem Char hier. Und wie gesagt, kann ich euch auch empfehlen, falls ihr ähnliches Level habt oder noch höher seid sogar, ne? Und ihr habt eben noch sehr viele Dungeons offen, erstmal abwarten, ruhig angehen lassen und genau, gucken, was dann halt eben so passiert. Und dabei behalten wir uns noch das Ass im Ärmel, der erste 1000er BM vielleicht weltweit zu werden. So, ne? Ja, genau, das auf jeden Fall dazu. Ansonsten, ja, zeige ich euch gerade hier im Hintergrund unsere Gilde nochmal, Rising Phoenix, ne, die ja mittlerweile auch sehr gut dasteht, mit sehr vielen Battle Mages drin, sehr viele Assassinen drin, beides sehr starke Late-Game-Klassen. Kommt halt dazu, weil F21 der Server ist, wo der Battle Mage released worden ist drauf, das war W27, und wo der Assassine drauf released worden ist, das war W21. Und die beiden Server wurden zusammen fusioniert zu F21 und dadurch haben wir halt viele Assassinen hier drauf, viele starke und viele Battle Mages halt hier eben auch drauf. Und Rising Phoenix
ist halt eben die Gilde, die auch sehr viele von den beiden Klassen in einer Gilde inne hat und dadurch auch eine sehr, sehr starke Late-Game-Gilde geworden ist und sich auch schon sehr viele Plätze nach oben gearbeitet hat. Und ja, das ist momentan, also durch die Fusionen, sag ich mal, die jetzt neu dazugekommen sind, ein bisschen verwässert das Bild, weil diese ganzen Fusionsserver, hier so wie Maywin, Gnagrin, Black Forest und Stumblesteppe, die waren ja vorher nicht da. Und diese haben sich natürlich ja auch, diese Gilden haben sich auch fusioniert hier teilweise oder neue Spieler hinzugefügt, wodurch die natürlich stärker sind in der Gemeinschaft. Wenn man jetzt aber mal nur von den F-Servern ausgeht, dann haben wir hier 1, 2, 3 Server, 4. Ja, 4 Server und wir wären quasi mit Rising Phoenix auf der 5 weltweit sozusagen. Jetzt durch diese Fusionsserver natürlich jetzt auf der 9. Aber ansonsten wären wir halt auf der 5 und ihr habt ja gesehen, gegen Horizon sah das auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ne? Ich meine, es wird noch dauern, aber ja, das war schon, sind schon gut dabei auf jeden Fall. So, ne? Deswegen, ja, das auf jeden Fall nochmal so ein bisschen hier zu dem Server F21, zu meinem Battlemage, wie ich jetzt hier so weiter verfahre. Und ja, wie gesagt, wenn ihr weiterhin was vom Battlemage sehen wollt, ich würde dann versuchen, irgendwas damit, ja, noch weitere Videos hier zustande kommen zu lassen, so, ne? Auch wenn es immer nicht so einfach ist, weil hier halt nicht viel drauf passiert auf dem Char. Ja, kann man ja immer mal zwischendurch so ein kleines Status-Update hiervon berichten, so, ne? Ansonsten, ja, wie gesagt, lasst es mich sehr gerne wissen in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und einen Kommi da. Und ja, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.